Servus Leute und endlich herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch als kleines Zwischenprojekt den Bau dieses kleinen Schnitzmessers. Dafür verwende ich dieses selbststabilisierte gemaserte Stück Buchenholz und ein Stück Federdamast, das mal bei einem Schmiedeexperiment entstanden ist. Zuerst schneide und schleife ich die Klinge in Form. Nach dem Phasenanschliff mache ich gleich das Handsanding bis zur Körnung 400 und dann geht's an den Griff. Heute verwende ich zum ersten Mal Härteschutzfolie, dadurch bleibt die Klinge beim Härten wunderschön, vor allem bei präzisen Teilen für zum Beispiel Klappmesser ist das sehr hilfreich. Die Folie muss dreimal auf allen Seiten umgefälzt sein, damit der Umschlag auch wirklich dicht ist. Danach wird dreimal normalisiert und gehärtet. So sieht die Klinge anschließend nach dem Härten aus und durchläuft nun 2 Anlasszyklen bei 200 Grad. Nach erneutem Handsanding wird dann geätzt. Zum Schluss werden noch die Pins umgenietet, was mir diesmal leider nicht ganz so perfekt gelungen ist. Trotzdem ist das Messer, wie ich finde, sehr schön und ergonomisch geworden. Es ist super scharf und gleitet mühelos durchs frische Schnitzholz. Und damit danke euch auch schon fürs Zusehen. Demnächst kommen wieder einige spannende und coole Projekte auf euch zu. Viel Spaß beim Werkeln und bis zum nächsten Mal.